bist an allem schuld. Du hast Julia auf dem Gewissen. Tim, bitte. Stimmt doch. Du bist ihr nachgereist. Du bist mit ihr schwimmen gegangen. Warum kannst du sie nicht einfach in Ruhe lassen? Was ist denn passiert? Sie ist ertrunken. Julia. Jan hat doch gesagt, dass man Julia nicht gefunden hat. Vielleicht ist sie ja gar nicht ertrunken. Vielleicht. Weißt du, meinst es gut. Das hilft mir jetzt nichts. Kannst du mir sagen, wo Cleo ist? Ja, sie ist so. Ist Cleo in der Pension? Jetzt weiß ich, wo ich dich kenne. Ich kenne dich aus dem Fitnessstudio, kann das sein? Nein, eigentlich nicht. Fitness Factory in Köln. Hieß früher mal Studio Konrad. Hast du nie da trainiert? Nein, wirklich nicht. Naja, das war eine Verwechslung. Entschuldige. Hey, Jan. Ja, schön, dich zu sehen. Cleo, ich muss dir unbedingt was sagen. Ist was passiert? Komm, wir setzen uns. Was ist los? Es ist so furchtbar. Hi Jan, lange nicht gesehen. Ist was passiert? Weißt du, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht? Bei Julias Geburt war ich schon nicht dabei. Und jetzt kann ich sie nicht einmal beerdigen. Dabei hätte ich vielleicht ihren Tod verhindern können. Aber Arno, das ist doch Unsinn. Wenn ich mit ihr geredet hätte, vor ihrer Abreise. Vielleicht wäre sie zu Tim zurückgekehrt, anstatt auf diese verfluchte Insel zu fahren. Aber man kann nicht verhindern, dass einem Menschen was geschieht. Selbst wenn man jede Sekunde auf ihn aufpasst. Das ist ja das Entsetzliche, diese Hilflosigkeit. Wenn ich mir vorstelle, Susanne jetzt auf ihrer Motorradtour. Es war Susannes Entscheidung zu verreisen. Aber ich bin sicher, es geht dir gut. Es kann so viel passieren. Ein Betrunkener muss aufs Gas treten und schon ist es vorbei. Arno, bitte. Es hat keinen Sinn, sich verrückt zu machen. Nein, das hat keinen Sinn. Aber dass Julia nicht mehr lebt, das hat Sinn, ja? Hast du schlecht geschlafen? Nee, wie kommst du darauf? Wärst du lieber in der Pension abgestiegen, hä? Ach Quatsch. Ich habe kein Problem damit, in einem Zelt zu übernachten. Wenn du aber doch ein Problem hast, dann sag Bescheid. Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Kaffee? Ja. Was ist los mit dir? Meinst du, dass Menschen sich ändern können? Du meinst so grundsätzlich? Ich denke schon, dass das vorkommt. Ist das das, was du hören willst? Na, du bist dran. Ramon, du bist dran. Ja klar, sorry. Sag mal, ist das dein Ernst? Ach so, Mist. Aber hallo, ihr wollt schon gehen? Wie wär's? Ihr bleibt noch hier, ich spendiere euch einen Drink. Von mir ist auch eine Limo. Ist was? Wann nett mit euch zu reden? Vielleicht nächste Woche. Falls Pamela Anderson da nicht wieder anruft.
Oh, sorry, aber ich habe echt keinen Nerv auf Spielen. Da ist eine dumme Sache mit einer Bekannten von uns passiert. Ja, ist schon gut. Sag mal, Ramon, hast du die beiden Mädchen gerade gesehen? Die waren nicht schlecht. Als sie mich zum Drink einladen wollten, dachte ich mir, setze dich doch lieber zu deinem Kumpel Ramon. Was ist denn mit dem los? Ja, soweit ich mitgekriegt habe, hat er gerade erfahren, dass eine Freundin von ihm verunglückt. Sorry, du, ich hab noch was zu tun, ja? Was ist denn heute los hier? Ich fahr jetzt nach Haus, zu meinem Vater. Vielleicht schaust du später mal nach Gero und Sophie. Ich weiß gar nicht, was man sagt, wenn sowas passiert ist. Du musst nichts sagen. Tschüss. Pass auf dich auf. Sag mal, kann mir vielleicht einer sagen, was hier heute los ist? Ihr seht aus, als wäre jemand gestorben. Merkst du eigentlich nie, wenn du besser die Klappe hältst? Ich hab doch gar nichts gesagt, Mann! Julia ist tot. Das ist los. Julia? Die Julia? Jans Schwester? Scheiße. Manchmal ergeben sich Veränderungen einfach von selbst. Ich zum Beispiel hatte mal einen schweren Unfall. Ein Typ hat mir die Vorfahrt genommen. Dafür durfte ich dann eine halbe Ewigkeit im Krankenhaus liegen. Wie furchtbar. Was einen nicht umbringt, macht einen hart. Ja. Der Unfall und die Zeit im Krankenhaus haben eine Menge verändert. Je länger ich im Krankenhaus lag, desto seltener habe ich meine Kumpels besucht. Ich war auch nicht sehr gesprächig. Kieferbruch, weißt du. Da habe ich gemerkt, dass du dich auf die meisten Leute echt nicht verlassen kannst. Hat mich ziemlich runtergezogen damals, aber zum Glück kam eines Tages Renate. Renate? Ja, meine erste große Liebe. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Und auf einmal stand sie da, direkt an meinem Bett. Sie ist dann jeden Tag gekommen und wir haben stundenlang gequatscht, bis der Kiefer lahm wurde. Und da haben wir beide gemerkt, dass wir uns ziemlich verändert haben seit der Trennung. Siehst du sie denn heute noch manchmal? Kann man so sagen. Seit damals sind wir wieder zusammen. Ich glaube, wir müssen. Susanne könnte allmählich wirklich einmal anrufen. Wenn hier was passiert wäre, hätten uns Heiner oder einer der anderen bestimmt längst informiert. Naja, es ist ja nicht nur deswegen. Sie muss erfahren, dass... Sie muss es auch wissen. Und wenn wir es mal mit einem Reiseruf probieren, übers Radio? Geht denn sowas im Ausland für Deutsche? Ich kann mich ja mal informieren. Tag, mein Junge. Hallo. Tag, Jan. Hast du Gero und Sophie Bescheid gegeben? Gero war gerade bei ihr. So konnte ich mir einen Weg sparen. Wie praktisch. Wie haben Sie es aufgenommen? Wie wir alle. Sie waren einfach nur entsetzt. Sie wollten heute Abend vielleicht kurz vorbeikommen, wenn es in Ordnung ist. Ja, natürlich. Hast du denn schon was gegessen? Ich habe keinen Hunger, danke. Und du? Ich könnte eine Kleinigkeit vertragen. Wollen wir nachsehen, was im Kühlschrank ist? Gute Idee. Glaub mir, ich mache mir selbst die größten Vorwürfe. Natürlich bringt das nichts. Weder dir noch mir. Meine Frau habe ich verloren. Dann meinen Sohn, meinen Bruder und nun Julia. Meine kleine Julia, warum? Warum? Sie war doch noch so jung.
Clarissa hat behauptet, dass Julia meine Hilfe braucht. Und weil sie auch gleich das Ticket dabei hatte, bin ich sofort losgeflogen. Obwohl du ganz genau gewusst hast, dass ich sie überall suche. Ja. In diesem Moment habe ich einfach nur an Julia gedacht. Clarissa klang so panisch. Ich bin Julias Mann. Wieso kommt Clarissa nicht zu mir? Sie sagte, dass Julia nur mich sehen wollte. Klar. Ich störe ja nur. Und wie hat Julia reagiert, als du da plötzlich aufgetaucht bist? Sie war völlig überrascht. Der Hilferuf, das war eine Idee von Clarissa. Hat sie von mir gesprochen? Ja. Sie hat auch von dir gesprochen. Sie hat dich auch angerufen. Leider hast du aufgelegt. Ja, das war bescheuert. Vielleicht wird sie heute sogar noch leben, wenn ich damals mit ihr geredet hätte. Das werde ich mir nie verzeihen. Was soll ich denn sagen? Wenn ich diesem Fotograf nicht nachgerannt wäre, wäre sie nie alleine rausgeschwommen. Meinst du, ich kann mir das je verzeihen? Danke. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Erst war ich bei Sophie. Dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und habe nachgedacht. Sag das nochmal. Ich habe nachgedacht. Und worüber? Ich habe mir ausgemalt, was los wäre, wenn ich ins Gras beißen würde. Ich glaube, kein Schwein wird was merken und heulen würde auch keiner. Also ich wäre sehr traurig, wenn du sterben würdest. Du bist doch schon der Einzige. Lass das mal nicht deine Schwester hören. Okay, Sophie würde vielleicht auch noch heulen. Aber damit ist sie die einzige Frau, die mir in der Tränen nachweinen würde. Immerhin. Ich find's aber ganz gut, wenn da noch ein paar nette Mädels dazukämen. So meine gesammelten Hexen, verstehst du? Auch noch gleich mehrere, hm? Wenigstens eine. Wenn du so scharf drauf bist, eine Freundin zu kriegen, dann weiß ich nicht, warum du gleich die Mädels immer vergraulst. Ich vergraul die Mädchen? Ja, das tust du mit deinen Sprüchen. Hi, ich bin der Frank. Wie geht dein BH auf? Hey, komm, das habe ich nie gesagt. Es kommt aber immer so rüber. Du hättest viel mehr Erfolg, wenn du es mal ein bisschen mit Gefühl probieren würdest. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die ganze Zeit warte ich darauf, dass die Tür aufgeht und Julia reinkommt. Ich kann's nicht fassen. Ausgerechnet Julia. Sie war immer so positiv. Hat so süß gelächelt. Ach, Tim. Ich wünschte, das alles wäre nur ein ganz, ganz böser Traum. Was sie wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir hier alle so traurig zusammensitzen. Wahrscheinlich würde sie uns aufmuntern. Ja, bestimmt. Cleo und Ramon wollten übrigens noch kommen. Das ist gut. Die beiden waren total geschockt. Jeder Moment ist wichtig, den man mit einem geliebten Menschen verbringt. Den Wein hat Julia uns mal mitgebracht. Das war ihr Lieblingswein. Oft haben wir den zusammen getrunken.
wir gleich. Ha! Ich wusste doch, dass ich den Test aufgehoben habe. Danke. Bitteschön. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir dein Problem nicht lösen können. Na toll. Eine Frauenzeitschrift. Soll ich jetzt Kochrezepte auswendig lernen? Auch keine schlechte Idee, aber deshalb habe ich das Ding nicht rangeholt. Nein, hier ist ein Test drin. Können Sie gefühlvoll sein? Hm? Oh Gott. Ich konnte Tests schon in der Schule nicht ausstehen. Ich bin nämlich immer durchgefallen. Hierbei kann man nicht durchfallen. Ach nein. Lass mal sehen. Sieht die gut aus. In die könnte ich mich sofort verlieben. Frank, außer deinen Sprüchen hast du noch ein Problem. Du bist größenwahnsinnig. So eine Tussi will von uns garantiert nichts wissen. Ja, ohne Sportwagen läuft da gar nichts. Aber guck dir doch mal die Kleine da vorne an. Welche denn? Nicht so laut. Nicht schlecht, oder? Ja, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, sprich's mal bei ihr vor. Aber keine Sprüche, okay? Mit Gefühl. Okay, Gefühl. Danke, Dr. Sommer. Hi. Ich heiße Frank. Und du? Guten Abend, Liebes. Clarissa, ich war erschüttert, als ich es erfahren habe. Mein Gott, so ein Schlag. Wo Ben doch gerade erst von uns gegangen ist. Ja, es ist eine Tragödie. Das arme Kind. Würdet ihr mir sagen, was ihr von mir wollt? Ja, Tanja und ich dachten, dass du vielleicht ein bisschen Beistand brauchst. Und wie habt ihr euch das vorgestellt, dass wir zusammen ein bisschen heulen? Wir haben gedacht, dass du vielleicht reden willst. Worüber? Julia ist tot. Ja, damit muss ich ganz alleine fertig werden. Das Leben geht nun mal weiter. Dein geliebtes Kind. Ich weiß doch, wie verzweifelt du bist. Ja, natürlich, aber ich habe eine Firma zu leiten. Trotzdem danke ich euch für eure Anteilnahme, aber wir reden dann ein andermal, ja? Clarissa, du willst dich jetzt in deine Arbeit vergraben, um alles zu vergessen. Das kenne ich. Aber lass dir gesagt sein, vor der Trauer kannst du nicht wegrennen. Also als Ben damals ja, so, da ist schon der Fahrstuhl, ne? Sie ist außer sich vor Schmerz. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ich rufe dich an. Wiedersehen. Möchtest du vielleicht was trinken? Nein, danke. Schade. Ich hätte dich sonst zu einem Gurkentee eingeladen. Weißt du, ich hätte mich unheimlich gerne mit dir unterhalten über meine Gefühle und so. Hallo, Tina. Danke, dass du so schnell für mich anspringst. Ist doch kein Problem. Na, ihr beiden? Tja, sie war leider schon vergeben. Aber sie hier finde ich sowieso viel besser. Komm, du darfst nicht so schnell aufgeben. Und du könntest vielleicht noch so ein bisschen an deiner Anmache feiern. Und als ich sagte mit Gefühl, habe ich eigentlich an was anderes gedacht. Ach ja? Und an was? Oh, das erkläre ich dir ein andermal. Ich muss jetzt los, Cleo wartet. Wohin geht ihr denn? Zu den Brandners. Wenn du mit willst. Ach Gott, nee, lass mal. Ramon, kommst du bitte? Sofort. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich wünschte, ich könnte das zu dir auch mal sagen.
Ja? Danke. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich noch was bedrückt, hm? Ich muss mich entscheiden. Wenn ich Ja sage, dann würde das mein Leben völlig umkrempeln. Und wenn ich Nein sage, dann könnte ich es später mal bereuen. Hast du denn Lust, dein Leben umzukrempeln? Ich weiß nicht. Bist du zufrieden, so wie es jetzt läuft? Hast Angst vor der Entscheidung, wa? Ja. Worum geht's denn? Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Na gut. Dann folgender Tipp. Entscheide dich. Und zieh's dann durch. Egal wie. Das ist besser, als das ewige Hin und Her zu überlegen. Hm? Gina, kann ich dich mal was fragen? Klar. Warum hast du dich in Ramon verliebt? Wieso interessiert dich das? Naja, ich möchte ganz gerne wissen, was ihr Mädchen so an den Jungs so gut findet. Okay, ich will dir sagen, was ich so gut an Ramon fand. Er hatte unheimlich schöne Augen. Und tolle Haare. Ja, und dieses Lachen. Weißt du? Das fand ich einfach unheimlich anziehend. Toll. Dann weiß ich ja jetzt, warum es bei mir nie klappt. Ach, an deiner Stelle würde ich es einfach mal mit weniger Reden versuchen. Ja, das hat Ramon auch schon gesagt. Außerdem würde ich mir keine Sorgen darüber machen. Du hast einfach nur noch nicht die richtige gefunden. Hm? Ach so. Und du meinst, wenn ich die treffe, dann klappt's? Klar. Entschuldigung. Ja. Du bist es wirklich, die... Ja. Ja. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich suche jemanden. Ja. Sag mir ruhig seinen Namen. Ich kenne jeden. Wie heißt denn der Glückspilz? Lewinsky. Lewinsky. Frank Lewinsky.